Näher zum Boot! Näher zum Boot! Patrick, kommst du näher zum Boot? Patrick, näher zum Boot! Vertikale Position, nicht horizontal, vertikal. Nein, vertikale Position. Ich bin der Erich Ritter, bin 58, ich bin experimenteller Haiverhaltensforscher und meine grösste Herausforderung ist, Menschen die Körpersprache von den Haien näher zu bringen. Ich kommuniziere mit den Haiagaben. Es ist genau gleich wie jeder mit seinem Hund, seiner Katze oder seinem Papagei redet. Da wissen wir auch, obwohl er dann vielleicht nicht versteht, was wir sagen, wir wissen, es kommt etwas zurück, wir spüren etwas und wir haben das Verständnis, was er eigentlich uns will sagen, unser Tier will sagen. Und mit den Haien ist es genau das Gleiche. Dr. Erich Ritter, der weltweit führende Hai-Verhaltensforscher. Er war der Erste, der die Körpersprache der Haie intensiv untersuchte. Wie war es? Hat es etwas gesehen? Es war total gut. Es war sehr entspannt heute. Die Haie sind gut drauf, sind relativ nahe gekommen. In Kursen auf den Bahamas unterrichtet er Taucher. Hier Schweizer und Amerikaner. Wie den Hai interpretieren, wie dem Hai begegnen, ohne Gefahr. Hierzu werden Haie mit Fischkadavern angelockt. Ist das nicht gefährlich? Nein, absolut nicht. Das ist natürlich klar. Haben wir all die Haie gesehen und die Leute gehen rein und denken, was, die gehen jetzt mit Haien ins Wasser. Aber Haie sind nicht gefährlich. Es sind Situationen, die gefährlich werden können. Und wir wissen, was wir dürfen machen, was wir nicht dürfen machen. Ist das eine sehr kontrollierbare Situation. Das ist also noch heikel. Der eine hat mich da hier krabbeln. Und Fazit? Cool. Cool. Aber? Schon eher. Schon noch Angst. Normalerweise sollte man einen Hai auf sich herankommen lassen. Man sollte nie von einem Hai wegschwimmen. Weil wenn der Hai Neugierde hat und wir schwimmen weg, dann wird die Neugierde nur mehr gefördert. Also wenn ein Hai auftaucht, nichts machen, in eine vertikale Position gehen und am Hai folgen, also um die eigene Achse sich drehen und einfach visuell am Hai folgen, aber nicht vom Hai wegschwimmen. Wir sind fertig mit Tauchen, wir gehen jetzt zurück in die Basis. Nach der Praxis die Theorie in Ritters Unterkunft. Das erste Mal ganz klar, wir hauen dem Hai nicht auf die Schnauze. Wir hören das immer noch mit, man haut dem Hai mit der Kamera auf die Schnauze. Oder? Man kann Glück haben und der Hai haut ab. Man kann Pech haben und er beißt in den Arsch. Oder? Also besser nicht. Sein Interaktionskonzept und die Verhaltensregeln sind weltweit gefragt. Sogar die US Navy oder die deutsche Marine haben bei ihm angeklopft. Das Maul ist geschlossen. Geschlossenes Maul heisst, dass der Hai nicht entspannt ist. Aber, was haben wir gelernt? Kein Hai schwimmt in uns rein. An der Universität Florida untersucht Ritter, warum es zu den seltenen Unfällen mit Haien kommt. Er widerlegt etwa die Theorie, dass Haie Surfer mit Robben verwechseln. Der Hai weiss, dass der Surfer kein Robben ist. Er weiss aber nicht, was wir sind und tut es in den meisten Fällen einfach auskundschaften, leicht beißen, leicht festheben, um mal zu sehen, wer oder was wir sein können. Aber es ist ja keine Verwechslung. Wie können Sie das beweisen? Wir haben das beweisen, indem wir mal schauen, wie wenn ein Hai, ein weißer Hai, eine Robbe angeht, die jagen sie mit voller Kraft, beißt so stark, dass die Robbe nicht mehr flüchten kann. Das müssten wir also entsprechend auch im Surfer sehen, so schwere Wunden, und das sehen wir nicht. Der Verrückte mit einem Biss. Erich Ritter, Botschafter der Haie. Seit über 35 Jahren kämpft er für mehr Verständnis für den Hai, forscht und sammelt Daten von Haiarten weltweit. Bei über 8000 Tauchgängen ging nie etwas schief, bis auf das eine Mal im Jahr 2002 während Dreharbeiten. The shark sinks its teeth into Eric's calf. Ein Bullenhai bis in Ritters Wade. Er verblutete beinahe. Die Ärzte retteten sein Bein, so gut wie möglich. Für Ritter steht fest, die Hauptschuld trägt ein Mitarbeiter. Dieser hätte ihn warnen sollen, dass sich von hinten ein Hai nähert. Denn so hätte sich Ritter aktiv dem Tier zuwenden können und hätte das Tier an sich vorbeigeleitet. Der Unfall ist natürlich ein Teil von mir. Es war jetzt 15 Jahre her, aber viele Leute haben immer noch das Gefühl, der Unfall ist passiert, weil Haie eben doch gefährlich sind. Und Haie sind eben nicht gefährlich. Und der Unfall zeigt eigentlich genau,
dass ich weiss, wovon ich reden will. Darum habe ich die Person gesagt, du musst auf genau das schauen. Das ist das Einzige, wo etwas passieren kann. Und das ist dann leider eben passiert. Also, der Unfall ist eine Bestätigung, aber eben leider wollen die Leute nicht immer die gesamte Antwort wissen. Die Übungen von heute haben nur damit zu tun, um blinde Winkel der Haie zu feststellen. Nicht mit den Händen planschen, die Hände im Wasser lassen. Die Hände nicht übers Wasser heben. Seine Forschung will Erich Ritter weiter vorantreiben. Sie sei wichtiger denn je. Denn viele Haiarten sind heute vom Aussterben bedroht. Wird das Image der Haie jemals verbessert werden? Ich meine, dass man das Image besser, das haben wir in den letzten Jahren gezeigt, dass das möglich ist. Aber ob das noch lange, zeitlich, dass wir den Haie retten können durch die Imageveränderung, da möchte ich daran zweifeln. Wenn wir keine mehr haben im Meer, stirbt das Meer. Wenn das Meer stirbt, sterben wir. Also, ich sage es mal sehr egoistisch, ich hoffe, wir können den Planeten verlassen, bevor das eintritt. Ein Haibesessener aus Überzeugung. Und so ist auch die Frage, ob er lieber unter Menschen oder Haien ist, schnell beantwortet. Ich fühle mich hier viel wohler als so die Gesellschaft. Das ist natürlich eine ganz andere Welt und nicht unbedingt vergleichbar. Aber wenn ich wählen kann, dann hänge ich lieber mit Haien rum.